Auf das abgebildete Ständerwerk mit zwei Festlagern wirken die Kräfte 1 bis 4. Wie groß sind die Lagerreaktionen und die Gelenkkräfte in C? Das wollen wir einmal ausrechnen. Ich habe dazu die freigeschnittenen Rahmenteile schon einmal vorbereitet. Also es gibt hier die Trennstelle, die liegt im Gelenk. Und dann haben wir im Lager A die beiden Reaktionskräfte des Festlagers und auf der rechten Seite im Bereich 2 haben wir das Lager B mit seinen Reaktionskräften. Und entscheidend ist hierbei auch, dass die Kräfte im Gelenk in den beiden Bereichen entgegengesetzt angetragen werden. So, und jetzt wollen wir einmal die Kräftegleichgewichte bilden und Momentengleichgewichte, und das schreiben wir einmal auf für die beiden Bereiche. Man kann sich dieses Bild übrigens auf der Webseite pictures.com aufrufen und nebenbei offen lassen, damit man das hier im Video nicht die ganze Zeit so im Blick behalten muss. Also wir schreiben auf für Bereich 1, Summe der Kräfte in x-Richtung ist gleich 0, ist gleich Fax plus F1 plus Fcx. Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, ist gleich Fay minus F2 plus Fcy. Dann bilden wir auch gleich die Momentenbilanz. Dazu muss ich einmal festlegen, linksdrehende Momente sind positiv. Ich male das hier mal so rein. Linksdrehende Momente sind positiv, und was ich auch noch nicht reingemalt habe hier, sind die Koordinatenrichtungen, die liegen natürlich so. So, das heißt also Summe der Momente, ich bilde das um a, ist gleich 0, ist gleich F1 mal 2a, aber das ist rechtsdrehend, also negativ, minus F2 mal a plus Fcy mal 2a und wieder rechtsdrehend minus Fcx mal 3a. Damit kommen wir jetzt zu Bereich 2. Summe der Kräfte in x-Richtung ist 0, ist gleich minus Fcx minus F4 plus Fbx. Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0, ist gleich minus Fcy minus F3 plus Fby. Und die Momente lassen wir hier um b drehen. Summe der Momente um b ist gleich 0, ist gleich links drehen positiv Fcy mal 4a plus Fcx mal 3a plus F3 mal 2a. Die drehen irgendwie alle links, plus F4 mal a. So, damit habe ich jetzt ausreichend Gleichungen, um meine Unbekannten auflösen zu können. Und damit fange ich jetzt an. Ich stelle zuerst, also ich nummeriere mir jetzt noch einmal die Gleichung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich stelle in Gleichung 1, oder Gleichung 1 stelle ich um nach Fax. Fax ist gleich minus
F1 minus Fcx. Damit komme ich erstmal noch nicht weiter. Ich nehme mir jetzt Gleichung 3 und stelle die nach Fcx um. Und dabei kommt raus, Fcx ist gleich 2 mal Fcy minus F2 minus 2 mal F1 und das Ganze geteilt durch 3. Also ich muss das hier Schritt für Schritt machen. Ich habe ja keine einzige Gleichung, die ich jetzt unmittelbar nach irgendeiner Unbekannten auflösen kann. Ich muss die erst umstellen und einsetzen. Fcx kann ich jetzt in meine Gleichung 1 einsetzen. Dann steht dort Fax ist gleich minus F1 minus 2 mal Fcy minus F2 minus 2 mal F1 geteilt durch 3. So, jetzt brauche ich das Momentengleichgewicht um B, das heißt also aus Gleichung 6 kommt Fcy und zwar ist Fcy gleich 3 mal Fcx plus F4 plus 2 mal F3 geteilt durch 4. Also ich habe jetzt Fcy in Abhängigkeit von Fcx und das heißt also, ich kann das jetzt in meine Gleichung, die ich jetzt hier einmal mit dem Kreuz markiere, einsetzen. Und dann kommt da raus, Fcx ist gleich 2 mal Fcy, jetzt setzen wir das ein, was da oben steht, 3 mal Fcx plus F4 plus 2 mal F3 geteilt durch 4. So, dann geht es hier weiter, minus F2 minus 2 mal F1 und das Ganze geteilt durch 3. Und das muss ich jetzt auflösen nach Fcx. Das machen wir hier im Schnelldurchgang. Fcx ist gleich minus F4 plus 2 mal F3 plus 2 mal F2 plus 4 mal F1 geteilt durch 9. So, damit haben wir da eigentlich überall Zahlenwerte und dann können wir auch gleich hier für Fcx den Zahlenwert notieren. Den schreibe ich mal hier oben hin. Fcx ist gleich, muss man jetzt mal in seinen Taschenrechner eingeben. Und dann kommt da raus minus 25,56 Kilonewton. Jetzt kann ich diese Gleichung hier auflösen. Und zwar nach Fbx. Fbx ist gleich Fcx plus F4. So, und das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr so großartig ausführen und einsetzen, sondern das kann ich ja direkt als Zahlenwert übernehmen. F4 ist gleich 10 Kilonewton, das heißt also, das müssten dann minus 15,56 Kilonewton sein. Fbx ist gleich minus 15,56 Kilonewton. Jetzt nehmen wir uns nochmal diese Gleichung hier vor, denn das können wir im Prinzip auch direkt ausrechnen. Wir haben jetzt Fcy ist gleich 3 mal Fcx plus F4 plus 2 mal F3 geteilt durch 4. Das heißt also Fcy, schreibe ich mal hier oben mit hin, Fcy ist gleich minus 13,3 Kilonewton. So, als nächstes kommt Fby, da müssen wir jetzt
diese Gleichung hier nehmen und noch einmal umstellen. Fby ist gleich Fcy plus F3. Haben wir auch wieder zwei bekannte Größen drin. Fcy plus F3. F3 ist 60 Kilonewton. Das heißt, da kommt raus, Fby ist gleich 46,67 Kilonewton. So, uns fehlen jetzt noch die Kräfte in A. Da können wir einmal schauen. Das hier sieht so aus, als wenn wir da gleich was rauskriegen. Fay ist gleich F2 minus Fcy. F2 sind also 30 Kilonewton plus 13,3. Das ist jetzt Fay gewesen. Fay ist gleich 43,3 Kilonewton. Und zum Schluss kommt Fax. Das ist hier oben gleich in der ersten Gleichung. Fax ist gleich minus F1 minus Fcx. Also ist Fax gleich 15,56 Kilonewton. Damit haben wir alle Kräfte bestimmt und die Aufgabe ist gelöst.